Jetzt haben wir ein interessantes Thema, und zwar das Adaptieren von Fremdobjektiven oder alten Objektiven auf meiner aktuellen oder neuen Kamera. Viele wird es so gehen, wie es auch mir geht. Man hat zu Hause alte Objektive aus analoger Zeit liegen, die langsam verstauben, obwohl sie an sich beste optische Leistungen bieten und auch mal teuer bezahlt werden mussten. Hier gibt es die Möglichkeit, diese Objektive mittels eines Adapterringes an der neuen Kamera zu verwenden. Einige Beispiele sehen Sie hier. Mittelformatkamera auf einer Kleinbild-EOS, Kameras mit allen möglichen Objektivkombinationen sind praktisch möglich. Bisher leider nur in einem relativ begrenzten Umfang. Seit es aber diese neuen Kameras gibt, diese spiegellosen Systemkameras, also Kameras mit Wechselobjektiv, aber ohne Spiegelkasten, ergeben sich viele, viele neue Möglichkeiten. Ich möchte ein Beispiel zeigen. Ich habe hier ein altes Objektiv mit M42 Gewinde. Das bringe ich am Adapter an, Schraubgewinde, und kann es somit problemlos jetzt an dieser neuen, modernen Kamera anbringen. Jetzt habe ich praktisch das alte Objektiv an dieser neuen Kamera. Also die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt, alte Schätze zu neuem Leben zu erwecken. Was kann man nun kombinieren? Ein wesentlicher Punkt ist das Auflagemaß. Das Auflagemaß ist das Maß zwischen Sensor-Filmebene und meiner Bajonettauflage. Also einfacher gesagt, die Dicke der Kamera bestimmt das Auflagemaß. Dieses Maß muss exakt eingehalten werden. Und hier sprechen wir nicht von Millimetern, sondern von Hundertstel Millimetern. Also dieses Maß muss auf 1/2 Hundertstel Millimeter genau stimmen. Aus diesem Grund gehen solche Adapter auch oft sehr streng. Das muss so sein, sonst bekomme ich Probleme mit der Konstante des Auflagemaßes. Wenn das Auflagemaß größer ist vom Objektiv als von der Kamera, ergibt sich ein Spielraum, in dem ich eben Zwischenadapter in unterschiedlicher Stärke einbringen kann, die eben diese Differenz Kameraauflagemaß, Objektivauflagemaß ausgleichen. Voraussetzung ist, dass die Differenz mindestens einige Millimeter beträgt, so 2 Millimeter, um überhaupt einen Adapter entsprechender Qualität fertigen zu können. Aus diesem Grund ist es auch möglich, zum Beispiel jetzt von meiner Canon EOS ein Nikon-Objektiv aufzubringen. Hier haben wir zwar Mittelformatobjektiv, aber ein Nikon-Objektiv würde auch gehen. Warum würde das gehen? Nikon hat ein größeres Auflagemaß als Canon EOS. Umgekehrt ist das nicht möglich. Also das Auflagemaß des Objektives muss immer größer sein als das Auflagemaß der Kamera. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei einer Canon EOS meine alten FD-Objektive von Canon nicht verwenden kann. Die FD-Objektive haben ein geringeres Auflagenmaß als die Canon EOS. Also hier vom Auflagenmaß sind die Haupthindernisse gesetzt. Grundsätzlich kann ich ein Objektiv mit größerem Auflagemaß, zumindest theoretisch, an jede Kamera mit kleinerem Auflagemaß adaptieren. Und nun zur praktischen Anwendung. Welche Funktionen werden übertragen? Es werden keine elektronischen Signale übertragen. Also der Adapter ist rein mechanisch, nur manuelle Daten können überhaupt übertragen werden. Also Autofokus ist per se. Ich muss meine Kamera in alter Art, die Schärfe manuell einstellen. Hier haben wir einen großen Vorteil mit den neuen Kameras mit Live View. Wie angesprochen, entfällt bei der Verwendung des Adapters die Autofokus-Funktion. Ich kann nur noch manuell scharf stellen. Hier ist das Live View eine große Hilfe. Ich sehe bereits hier in meinem Bild, kann ich genau feststellen, meine Schärfe. Ich kann einen Punkt anzoomen, reinzoomen ins Bild und hier manuell exakt scharf stellen, so wie ich es vermutlich mit Autofokus eigentlich nie hinbekommen würde. Ich habe diese exakte Scharfstellung. Ein weiterer Vorteil ist diese permanent, nennen wir es mal so, gedrückte Abblendtaste. Ich kann im Bild sofort sehen,
den Schärfeverlauf. Hier sieht man, der Hintergrund ist unscharf. Blende ich jetzt ab, sehe ich, wie das Bild tatsächlich bei der geschlossenen Blende werden würde. Der Hintergrund, also diese Schriftfragmente, sind nun scharf. Ich kann genau beurteilen, wie scharf oder unscharf die einzelnen Bereiche im Bild sind. Ein großer Vorteil bei statischen Motiven. Ich sehe hier auch deutlich, dass die Belichtung mit Zeitautomat bestens funktioniert. Ich kann nach wie vor Einfluss nehmen auf die Helligkeit. Wenn ich jetzt hier einschalte, habe ich mein Histogramm. Und man sieht jetzt deutlich am Histogramm und am Gesamtbild, dass selbst dieses Minuskorrektur, Pluskorrektur auch mit meinem Adapter sich nach wie vor aufs Bild übertragen. Also so schlimm, wie man es sich im ersten Moment anhört, ist diese neue Art zu fotografieren überhaupt nicht. Man gewöhnt sich in schneller Zeit dran und es bringt sogar noch einen Vorteil, man arbeitet wieder bewusster und bedächtiger, als wenn alles nur sehr schnell automatisch abläuft. Eine Sache, die dem Motiv oder der Motivwahl meist recht gut tut. Ansonsten gehen alle Objektive, bei denen ich die Blende manuell einstellen kann. Also dieses Objektiv zum Beispiel mit Blendenring oder auch Objektive mit einer mechanischen Übertragung der Blende von Kamera aufs Objektiv. Hier gibt es eine Spezialität, die es wirklich nur bei Novoflex gibt. Adapterringe, mit denen ich die Blende übertragen kann. Also die, wo praktisch diesen fehlenden Blendenring am Objektiv ersetzen und dadurch ermöglichen. Dies ist eine einmalige Geschichte, die es nur bei Novoflex gibt. Also das sind selbst in so dünnen Adaptern, das ist hier ein Adapterring von Nikon auf Canon, habe ich einen Hebel, in dem ich die Blende des Nikon-Objektivs übertragen kann. Nicht möglich sind im Umkehrschluss Objektive, wie dieses zum Beispiel hier, oder wie die EOS-Objektive, die ausschließlich elektronische Übertragungsmöglichkeiten haben. Ein interessantes Zubehörteil für Novoflex-Adapter ist diese Adapterschelle. Hier kann ich, wenn ich große, schwere Objektive habe, mein Gewinde meiner Kamera entlasten und eben das System ausgewogen am Stativ anbringen. Ein weiterer Vorteil ist, hier kann ich problemlos von Hochformat auf Querformat wechseln. Ein sehr sinnvolles, nützliches Zubehör, an dem man wieder mal sieht, dass das ganze System einfach für Praktiker konzipiert wurde und versucht, die Anwendungen so einfach wie möglich zu gestalten. Möchten Sie prüfen, ob Ihre Wunschkombination möglich ist, empfehle ich Ihnen den Adapterfinder von Novoflex. Hier werden Ihnen alle Kombinationen aufgezeigt, die möglich sind. Den Adapterfinder finden Sie auf der Internetseite von Novoflex www.novoflex.de.